In diesem Video werden wir eine Umgebung für unser neues Handelskonto einrichten, um es tatsächlich für den automatisierten Handel zu nutzen. Ich habe mein Konto im letzten Video eingerichtet und es ist mit dieser Instanz des MetaTrader 5 verbunden, die auf einem virtuellen oder privaten Server läuft. Bevor wir beginnen können, müssen wir noch ein paar Einstellungen vornehmen. Lassen Sie uns zunächst die Toolbox öffnen. Hier können wir sehen, dass die Einzahlung vorgenommen wurde. Die Historie ist bisher leer. Das Einzige, was wir sehen, ist, dass wir am 2. Januar 2024 eine Einzahlung vorgenommen haben. Dies ist ein neues Demokonto. Bisher ist es noch nicht für den automatischen Handel aktiviert. Ich möchte nun das System herunterladen. Öffnen Sie den Link zum Download des Systems, den Sie unterhalb der Beschreibung auf dem YouTube-Kanal finden. Hier ist er. Wir müssen es in den MetaTrader 5 Ordner MQL5 Experts herunterladen, der unter Windows ein ganz anderer Speicherort für Sie sein kann. Lassen Sie uns das nun speichern. Um diesen Ordner auf Ihrem System zu finden, müssen Sie nur auf Datei, Datenordner öffnen klicken. Dort sollten Sie einen MQL5-Dateiordner finden. Innerhalb dieses Ordners gibt es einen Ordner Experts, den wir verwenden müssen. Hier ist meine ZIP-Datei. Ich muss die ZIP-Datei entpacken. Lassen Sie uns das tun. Wenn alles geklappt hat, können Sie jetzt auf Expert Advisors und dann auf Aktualisieren klicken. Hier ist unser System. Lassen Sie uns nun überprüfen, ob es tatsächlich von diesem Konto erkannt wird, denn einige Broker haben Probleme, die MQL5-Erkennung für Demokonten richtig zu unterstützen. Klicken Sie auf Tools und Optionen. Ich brauche keine Nachrichten, also deaktiviere ich sie. Klicken wir hier auf die Registerkarte für den Handel und stellen Sie sicher, dass Sie das Volumen auf einen sehr niedrigen Wert einstellen, damit Sie nicht aus Versehen eine große Position eröffnen. Auf der Registerkarte Expert Advisors möchte ich den algorithmischen Handel zulassen. Ich entferne die Häkchen bei den ersten beiden Optionen hier. Das war's für jetzt. Klicken Sie auf OK und ich ziehe das Robot Trading System auf meinen Chart und klicke auf OK. Wir sehen, dass ich hier ein Lizenzproblem habe. Wie ich erwartet habe, wird der Kontotyp nicht als Demokonto erkannt. Wir müssen ein Meta-Quotes-Konto verwenden. Ich glaube, dieses ist nicht mehr verfügbar. Ja, es wird angezeigt, dass ich keine Verbindung zu meinem Konto herstellen kann, also muss ich ein neues Konto einrichten. Aber in diesem Video haben Sie gelernt, wie Sie das Robot Trading System herunterladen und aktivieren können. Ich danke Ihnen fürs Zuschauen und sehe Sie im nächsten Video wieder.